Heute zeige ich euch eine Technik, womit ihr einen absolut genialen Marmoreffekt auf eure 3D-Drucks zaubert. Als Versuchsobjekt benutze ich einen Teil von einem aktuellen Projekt, was ich bearbeite. Aber bevor ich euch zeige, wie diese Technik funktioniert, müssen wir diesen Kerl erstmal in Gold anmalen. Hallo zusammen, ich dachte mir, ich zeige euch heute eine Technik, die wirklich jeder auf Anhieb umsetzen kann und somit einen außergewöhnlichen Marmoreffekt kreiert. Dieser Superman gehört zu einer Base, die ich gerade bearbeite. Ich wollte was Besonderes machen, also habe ich mich für einen schwarzen Marmoreffekt entschieden. Wenn ihr einen schwarzen Marmoreffekt machen wollt, müsst ihr wie folgt vorgehen. Ihr grundiert das Objekt eurer Wahl und dann paintet ihr die erste Schicht in Gold. Welches Gold ihr dabei nimmt, ist vollkommen egal. So müsste das Ganze dann aussehen, wenn es dann fertig ist. Nun kommen wir zum Geheimnis. Reinigungstücher. Ihr hört richtig, Reinigungstücher. Feuchtetücher oder diese Babytücher. Kleiner Tipp am Rande. Klaut nicht die Reinigungstücher eurer Frau, sonst gibt's mächtig. Also was fangen wir mit den Reinigungstüchern an? Als erstes, ganz wichtig, die Reinigungstücher sollten vorher trocken sein. Das heißt, entweder legt ihr sie trocken, das dauert aber circa locker 24 Stunden, oder macht's wie ich, schnappt euch einen Föhn, föhnt die Dinger trocken und dann könnt ihr auch gleich loslegen. Bevor wir sie verwenden können, müssen wir sie aber noch ein bisschen vorbereiten, nachdem sie dann trocken sind. Ihr habt es ja gerade schon im Ausschnitt gesehen. Ihr stretcht die Tücher hin und her, so dass die Löcher, die da vorhanden sind, immer größer werden. Die ganze Zeit hin und her, das Teil wird immer länger und größer. Irgendwann merkt ihr einen leichten Widerstand an den Tüchern, so dass die Löcher kurz vorm Reißen sind. Das ist der Zeitpunkt, wo ihr aufhören solltet mit dem Stretchen. Als nächstes positioniert ihr die Tücher auf das Objekt. Wichtig ist, dass sie stramm drüber sind. Die Löcher müssen groß genug sein, dass da jetzt Farbe durchdringt. Und als ersten Schritt verwenden wir dann weiße Farbe. Das seht ihr auch gerade jetzt hier. Das sieht alles sehr gesprenkelt aus. Wie auch immer, sieht nicht gut aus, aber da müsst ihr einfach dem Prozess vertrauen. Das wird zum Schluss schon gut aussehen. Als nächsten Schritt verwenden wir Schwarz. Gleiche Prozedur. Beim Schwarz, muss ich zugeben, habe ich ein bisschen geschummelt. Ich habe nämlich die Löcher des Tuches ein bisschen auseinandergerissen, so dass dadurch mehr Farbe durchdringt. Dadurch, dass das Teil ja sowieso, ich sag mal, zu 80% schwarz sein soll, geht dann der ganze Prozess schneller. Hier unten zum Beispiel, das ist viel mehr schwarz. Das würde im Normalfall gar nicht passieren, da hätte man nur dieses Gesprenkelte die ganze Zeit. Das Tuch kann man so positionieren, dass man die Strukturen auch noch beim Bemalen beeinflussen kann. Das merkt man, wenn man erstmal so im Prozess drin ist, weil man muss ja sowieso öfters das Tuch hoch und runter machen, dann sieht man das, dass man das leicht beeinflussen kann. Und so kriegt man zum Beispiel auch mehr Schwarz dorthin, wo man hinhaben möchte.
auch Stellen, wo ihr mit dem Tuch nicht so gut rankommt. Das seht ihr auch bei mir jetzt hier im Video. Ich habe zum Beispiel dann in dem Fall einfach nur mit Schwarz dann da gepaintet, weil das meiste von dem Objekt ja sowieso schwarz ist. Aber das ist immer unterschiedlich von Modell zu Modell. Ja, und dann heißt das Geduld bewahren und das ganze Objekt dann so fertig machen. So sieht das Ganze aus, wenn es fertig ist. Also man sieht schon echt eine geile Maserung oder Struktur, kann man sagen, ne? Ja, aber eine Sache fehlt noch, würde ich sagen. Marmor muss glänzen. Also Hochglanz und ab geht die Post. Schaut euch das mal bitte an. Also ich find's mega. Ich bin gespannt, wie ihr es findet. Also die Strukturen, die da drauf sind, das kriegt man sonst nicht hin. Also das ist echt originalgetreu, würde ich sagen. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Bin gespannt auf eure Meinung. Ich bedanke mich ganz herzlich und bis zum nächsten Mal.